Die neue Xtool Safety Pro Serie ist auf dem Markt und umfasst den Luftreiniger AP2 und den IF2 Rohrventilator. Zwei Produkte, die euren Arbeitsplatz sauberer und sicherer machen sollen. Aber die große Frage ist doch, ob sie dem Hype gerecht werden. Und genau aus diesem Grund habe ich mir jetzt beide Produkte besorgt und wir schauen uns einfach mal beide Produkte an, wie gut sie sind, was sie taugen. Wir werden es natürlich testen und wir werden uns natürlich beide Produkte einfach nochmal genauer anschauen. Jetzt redet man nicht lange um den heißen Brei drum rum, sondern wir starten gleich mal mit dem AP2 Luftreiniger. Ich habe nochmal zum Vergleich das Vorgängermodell auf dem Tisch stehen und ihr seht einfach diesen Größenunterschied. Wir haben definitiv, ist diese Kiste ein bisschen größer und schaut aber auch irgendwie, ich sage jetzt mal, ein bisschen geiler aus. Er schaut aus wie so ein Rechner-Tower, so ein Gaming-PC mit so Gucklöchern oben drin. Also das hat schon mal vom Design schon mal richtig cool. Aber darum geht es ja nicht ums Design, sondern um die Funktion. Im Gegensatz zum Vorgängermodell haben wir nur 3 Filtersysteme drin und wir haben jetzt hier drin 6 Filtersysteme verbaut und jetzt fangen wir mal einfach mit dem obersten einfach an, denn das schiebe ich den einfach mal ein bisschen zur Seite. Das oberste hier, das kann man nämlich alles einzeln rausziehen und das oberste ist ein Zyklonsystem, das verspricht eine 10-fache längere Lebensdauer der Filter, denn dieses Zyklonsystem, ihr kennt es von solchen Staubsaugern, die dann praktisch den groben Dreck einfach rausfiltern und das verspricht dieses System, das kann ich dann auch einzeln rausziehen und das filtert diese groben Partikel schon mal raus und das Geile daran ist, damit wir dann natürlich die Lebensdauer der Filter verlängern können, dieses Ganze ist hier oben waschbar. Also ich kann das Ganze rausnehmen, das werden wir auch natürlich nachher einfach mal versuchen, wie viel Dreck da drin ist und wenn das Ganze mal auseinanderschrauben und natürlich kann man das Ganze waschen und das finde ich schon mal richtig cool. So schaut das Ganze zusammengebaut aus. Da ist noch so ein Filter drauf, der funktioniert auch nur der Filter, wenn diese Scheibe hier drauf ist. Also da ist ein Magnet drin und der merkt das Ganze, ob diese Scheibe drauf ist oder nicht, also ein Sensor. Jetzt ziehen wir mal die erste Kassette hier oben raus, das ist nämlich dieser Zyklonabscheider. Das ist einfach nur so eine Kassette, wo dann die Luft erstmal vorgefiltert wird. Also das heißt, die Luft kommt dann da einfach rein, da wird dann die grobe Partikel werden hier ausgefiltert, die werden ja hier gesemmelt, ihr kennt es ja von so einem Zyklon-Staubsauger und der ist dann auch waschbar und das schauen wir uns natürlich auch mal später an und schrauben ihm auf, wie viel da Partikel drin sind. Dann kommen wir zum ersten Filter, den wir dann nochmal rausziehen können. Also das ist praktisch der Vorfilter. Der Vorfilter fängt einfach die meisten größten Partikel auch noch zusätzlich ab und die kleineren natürlich auch und ist einfach nur mal der Vorfilter. Da gibt Xtool an, dass der 100 Stunden reichen soll. Nach 100 Stunden kann man ihn dann praktisch einzeln nachkaufen. Der zweite Filter, das ist jetzt hier der hier, das ist der Filter der mittleren Effizienz und fängt die Mehrheit der PM2.5 Partikel einfach ein und ja, kann alles einzeln getauscht werden und das soll roundabout so um die 200 Stunden halten. Jetzt kommen wir zum dritten Filter. Der dritte Filter ist ein Aktivkohlefilter und er fährt effektive Formaldehyd, sagt man das glaube ich dazu. Flüchtige organische Verbindungen und Gerüche fängt er ab und ist auch einzeln alles komplett tauschbar. So, jetzt kommen wir dann zum vierten Filter. Der vierte Filter, das ist ein ultradichter Kohlenetzfilter und entfernt effektiv Gerüche beim Schneiden, zum Beispiel wie Acryl oder Leder oder Holz. So, jetzt muss man mal rauskriegen. Prima, so schaut der Ganze dann aus. Zum letzten Filter. Der letzte Filter, der ist einfach ein hocheffizienter Filter und der filtert bis zu 99,5 ultrafeiner Rauchpartikel und alles mögliche filtert der praktisch auch nochmal raus. Und so ist das Ganze aufgebaut. Also das sprich, hier oben kommt dann die Luft, wird dann eingesaugt vom Laser oder vom Schweißen oder sonst irgendwas und geht dann durch diese ganzen Zyklonschilter und die ganzen Schichten komplett einfach mal durch und wird hier unten dann angesaugt und geht dann wieder hinten raus. Um das Ganze nochmal richtig einzusetzen, müsst ihr unten einfach anfangen, weil die Filter werden verpackt geliefert. Dann müsst ihr unten einfach anfangen. Filter Nummer 5 habe ich ganz vergessen vorher zu erwähnen. Der hält ungefähr um die 300 Stunden. Filter Nummer 4, der hält auch nochmal um die 300 Stunden. Das habe ich vorher noch echt vergessen. Filter Nummer 3 liegen wir bei ca. 600 Stunden und die anderen habe ich ja genannt mit 200 Stunden und mit 100 Stunden.
Was wird denn alles mitgeliefert? Den Filter selber natürlich. Wir haben noch einen Abluftschlauch, um den Laser mit dem Filter zu verbinden. Wir haben noch hier einen kleinen anderen Adapter dabei, noch was zum Befestigen. Und richtig cool, und da werden sich die Besitzer des P2S, den F1 Ultra, den S1 und den M1 Ultra werden sich drüber freuen. Das ist nämlich eine Bluetooth Connection. Das stecke nämlich hinten in meinen Laser mit ein und habe dann eine Bluetooth Connection zum Filter, wo ich den wirklich smart über die Software dann einfach steuern kann. Da werden wir uns aber das Ganze nochmal genau später in der Software nochmal genauer anschauen. So, ich habe das Setup jetzt mal da drüben aufgebaut, den F1 Ultra. Da werden wir einfach noch mal ein paar Sachen jetzt lasern, um zu schauen, wie das Ganze funktioniert und warum hier drüben ist besser zum Filmen. Und zweitens seht ihr dann nicht, dass es bei mir noch irgendwie nach draußen geleitet wird, sondern dass da wirklich alles hier drin ist. Und wir werden mal die Gerüche jetzt einfach mal schauen, wie viel Geruch da rauskommt. Wir werden jetzt Sperrholz lasern, wir werden da ein bisschen Qualm erzeugen, wir werden da Dreck erzeugen und einfach mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe den Bluetooth-Dongle jetzt hinten am F1 Ultra angesteckt. Da müsst ihr nur 5 Sekunden hier auf On drücken, gedrückt halten, dann verbindet der sich automatisch und wir können das Ganze auf Auto stellen und wir gehen jetzt gleich mal in die Software und können mal dort schauen, wie das Ganze funktioniert. Und dann werden wir jetzt einfach mal losschießen und einfach mal ein paar Sachen lasern. Ach ja, ganz vergessen, Leute, ich habe es mal in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Ihr seht hier einen extra Filter am F1 Ultra, den habe ich schon mal vorgestellt in einem anderen Video, werde ich euch hier oben noch mal verlinken. Den werden wir natürlich abbauen, denn wir wollen ja schauen, was da wirklich reinkommt. Ich kann euch natürlich so einen Filter nochmal zusätzlich empfehlen, um die Lebensdauer nochmal um einiges höher zu bringen bei diesem Filter, denn diese Filter kosten hier nur ein paar Cent und können wir dann selber zuschneiden, aber den wollen wir natürlich jetzt mal wegmachen. Hier, das ist es, mit Magnet festgemacht, wegmachen, damit wir den ganzen Dreck wirklich komplett in diesen Filter reinbekommen. Gut Leute, ich habe mich jetzt umentschieden, ich bin noch nicht auf Weihnachtsstimmung, deshalb machen wir jetzt hier einen kleinen Versuch auf Hartholz. Wir machen da so eine kleine Tiefengravur rein in dieses Hartholz, diesen kleinen Baum, und das qualmt und das macht richtig Dreck. Und das wollen wir jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Ich habe jetzt diesen Bluetooth-Dongle ja schon angesteckt. Ihr müsst noch ein kleines Plugin downloaden. Dann müsst ihr aber auch in der Bedienungsanleitung nochmal nachlesen, damit das Ganze verbunden wird. Oder es müsste theoretisch auch bei euch dann so funktionieren. Ihr seht jetzt hier diesen Luftfilter, der ist verbunden. Wenn man jetzt dann hier draufklickt und auf Zubehörinformationen geht, dann seht ihr AP2 verbunden und so weiter und so fort. Und jetzt seht ihr dann den Airflow Level. Also wenn wir hier auf Auto einstellen und dann regelt er das Ganze automatisch, je nachdem, was ihr für Material natürlich lasert. Ihr habt ja dann eine Liste von eigenem Material in der Datenbank von Xtool und da sucht er sich dann praktisch automatisch diese richtige Einstellung raus aus der Datenbank. Ihr könnt es natürlich auch manuell das Ganze steuern, auch am Gerät manuell steuern, und ich habe es jetzt auf Auto eingestellt. Und jetzt seht ihr hier, das ist das Gute dran, dass ihr dann auch seht, wie voll diese Filter sind. Also wir haben jetzt gerade hier aktuell überall 100% und der Filter, der wird durchgemessen und der Safety Pro AP2 meldet dann 10%, bevor er 10% erreicht hat, meldet er, okay, diesen Filter müsst ihr jetzt austauschen. Das finde ich schon mal ganz gut, dass ihr dann vorzeitig bestellen könnt, bevor der Filter komplett voll ist. Dann habt ihr auch keinen Zeitverlust beim Arbeiten und könnt dann schon mal vorher reagieren. Gut, ich denke mal, wir starten jetzt einfach mal rein und wir werden das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen probieren. Ich erhöhe jetzt nochmal die Leistung ein bisschen, damit wir so richtig Qualm erzeugen und Dreck erzeugen. Und dann werden wir das Ganze probieren. Ich zeige es euch. So, Start, und ihr seht gleich mal, wie es losqualmt. Der Lüfter, der Filter geht automatisch auch mit an, und jetzt lassen wir es einfach mal ein bisschen arbeiten. Ihr seht, wie das Ganze qualmt und wie schön es abgezogen wird. Ich werde jetzt gleich mal den Deckel öffnen. Bitte macht das nicht, aber dafür, dass ich es euch zeigen kann, weil hier sieht man, glaube ich, wenig Qualm und Dreck, aber jetzt schauen wir mal. So, jetzt seht ihr mal, wie der ganze Qualm hier richtig schön abgesaugt wird und alles in diesen Lüfter geht, und bis jetzt rieche ich noch gar nichts. Ich mache natürlich sofort den Deckel wieder zu, aber ihr seht, dass der Qualm trotzdem nach hinten geht und nicht zur Seite geht, und momentan kann hier gar nichts stinken, aber ihr seht es jetzt schon hinten am Lüftergitter, an diesem, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dass da schon ein bisschen Dreck dran ist. Bin ich mal gespannt, was nachher der Zyklon alles rausgefiltert hat.
Es ist so ein bisschen schade, dass man kein Geruchsvideo hat. Manchmal ist es ganz gut, aber in dem Fall wäre es ganz praktisch, weil ich drehe das Ganze jetzt mal und hier hinten kommt ja praktisch die gesäuberte Luft raus. Und wenn ich da jetzt dran rieche, ich rieche überhaupt nichts nach Holz, gar nichts. Weil das ist jetzt hier Eiche, das stinkt schon ganz schön und es qualmt wie die Sau. Leute, überhaupt gar kein Geruch und das wundert mich, weil jetzt mit dem Vorgängermodell, da hat man so ganz leicht ein bisschen verbrannten Geruch gerochen. Gar nichts. Geil. Jetzt seht ihr mal, wie viel Material wir rausgeholt haben. Das ist wirklich 4 mm tief. Messen wir es mal. Jawohl, das ist 4 mm tief. Also wir haben da auf diesem Hartholz richtig viel Material rausbekommen. Und jetzt putzen wir mal hier allein schon. Ja, schaut mal, ihr seht mal, was da für Dreck rauskommt. Da kommen richtige Brösel raus. Wir werden mal sehen, wo das nachher alles gelandet ist, weil das sind ja eher die großen Brocken. Und mich wundert echt, dass das Ding jetzt überhaupt nicht gerochen hat. Richtig cool. Aber wir werden natürlich noch weiter versuchen. Wir werden jetzt mal wechseln an den P2 und werden mal so richtig dick Acryl schneiden. Gut, ich habe das Setup jetzt mal hier drüben aufgebaut beim P2. Den Filter habe ich angeschlossen am P2. Bitte bedenkt aber, dass der Bluetooth-Dongle beim P2 nicht funktioniert. Der hat keine Bluetooth-Verbindung, der P2, aber es funktioniert am neuen P2S. Dort funktioniert es und dort können wir den Filter auch wieder in der Software steuern. Wir müssen jetzt hier manuell steuern. Ich habe mich jetzt entschlossen, Acryl zu lasern, doch Weihnachtsdeko zu machen und 2 Anhänger aus klarem Acryl zu schneiden. Acryl stinkt ja so dermaßen. Ich bin mal gespannt, ob der Filter diesen Acrylgestank richtig gut rausfiltern kann. Wir wollen jetzt einfach mal schauen. Bei Acryl bitte aufpassen, ihr solltet da nicht komplett Vollgas geben, also volle Saugleistung des Filters, sondern ihr müsst da so auf Stufe 1 oder 2 filtern, weil dort werden dann eher die Gerüche rausgefiltert als bei voller Stufe. Also nur mal bedenken, bei Holz könnt ihr schon Vollgas geben, aber jetzt aber nicht hier bei Acryl. Na, sind sie nicht schön geworden, unsere Anhänger? Leute, aber ich muss zugeben, bei Acryl, es riecht trotzdem leicht nach Acryl. Es ist eine deutliche Verbesserung mit diesem Filter als beim Vorgängermodell, weil Acryl ist einfach so ein heftiger Gestank, wenn man das Ganze schneidet. Und ja, man riecht es schon noch leicht. Das Ganze werden wir jetzt aber auch noch mal in Holz probieren. Wir werden da noch mal ein bisschen Dampf erzeugen, ein bisschen Dreck erzeugen. Und der Filter ist jetzt, ihr hört es jetzt gerade auf volle Leistung. Das ist jetzt die Lautstärke des Filters mit voller Leistung. Also ich finde es wirklich noch angenehm, das Geräusch. Und jetzt starten wir einfach mal durch und schauen, was dann am Schluss rauskommt. Jetzt sind wir gerade fertig geworden mit dem Ganzen. Ich habe den Filter sogar noch den Lüfter davon 2 Stufen runterdrehen müssen. Es war schon fast zu heftig und hier riecht überhaupt nichts. Es kam kein Geruch raus. Also bei Holz funktioniert das richtig mega. Bei Acryl ist definitiv einfach so, dass wir da ganz leichte Gerüche einfach noch von Acryl haben. Also top. Na, schicki geworden, oder? Jetzt wird mich mal eins interessieren, wir haben jetzt gut 1,5 Stunden gelasert mit viel Dreck, mit allem drum und dran. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das an. Jetzt dieses große Manko. Dieses große Manko ist natürlich echt, dass ich das mit dem P2 nicht verbinden kann. Und mit dem F1 Ultra und P2S und so weiter kann ich es machen. Jetzt schauen wir mal einfach rein, was der Füllstand anzeigt. Der sagt einfach 99%. Ist hier und da hinten alles noch 100%, alles noch im grünen Bereich. Also hier, wir sehen es einfach, dass wir dann hier sehen, der Brefilter, der ist jetzt schon 1% benutzt worden. Alles gut. Jetzt wird mich eins interessieren, der Zyklonabscheider, den machen wir jetzt mal auf und schauen mal, was drin ist. Nach ca. 1,5 Stunden Lasern. So offen, jetzt schauen wir mal, wie das drinnen ausschaut. Wie gesagt, ist alles waschbar, das finde ich richtig cool. Hier sind die Zyklonabscheider, ja, wie man es auch immer nennt. Tun wir die mal weg. Also man merkt schon, dass da irgendwie Dreck drauf ist. Könnt ihr erkennen, hier ist so wirklich Dreck drauf. Und jetzt schauen wir mal da rein. Oh ja, da ist auf jeden Fall Dreck drin. Ich hoffe, man kann es irgendwie ein bisschen erkennen. Man sieht dann hier schon, dass da einfach
ja, Dreck drin ist. Ich hole es mal raus. Da, ihr seht es schon. Nehme ich mal ein Tuch dazu. Ja, ihr seht schon, es ist dann wirklich schwarz, das Papier. Also man merkt dann schon, dass da auf jeden Fall was drin ist. Also überall. Und das Coole daran ist, es ist definitiv waschbar. Wir haben ja auch wirklich nicht viel gelasert. Das waren jetzt gerade mal 1,5 Stunden, aber ihr seht, ja, da kommt schon ein bisschen Dreck raus. Also das ist alles das, was wir dann praktisch nicht in den Filtern drin haben. Und einfach unter den Wasserhahn halten, putzen, waschen, fertig. Finde ich gut, dass der Filter dadurch einfach länger hält. So meine Lieben, ihr wollt bestimmt noch ein Fazit über den AP2 hören. Ich finde es ein super geiles Gerät und für wen ist das Ganze gedacht? Und nicht nur für die Hobbyisten, die mal ein bisschen lasern wollen, sondern auch für Profis gedacht, aber auch für Holzarbeiten theoretisch zum Absaugen von Holzstaub oder zum Beispiel auch beim Schweißen ist es doch wirklich, dass man diese Dämpfe beim Schweißen absaugen kann. Dafür ist es genauso eben auch gedacht. Was mir gefällt daran ist wirklich, dass es eine deutliche Verbesserung zum Vorgängermodell ist. Das ist echt mega. Man kann wirklich 5, 6 Filtersysteme mit dem Zyklonen-Abscheider ist es auch echt top, dass die groben Partikel einfach rausgefiltert werden und dass die anderen Filter nicht so schnell verstopfen. Und man kann jeden einzelnen Filter wirklich nachkaufen. Ist echt noch ein Top. Ja, es gibt auch so ein bisschen einen negativen Punkt und zwar das mit diesem Bluetooth-Dongle. Dieser Bluetooth-Dongle funktioniert ja nur mit gewissen Geräten bei Xtool. Da finde ich es mega, da funktioniert es toll. Ich kann genau alles über die Software steuern und ich kann es alles anpassen. Das ist echt richtig geil. Aber wer ältere Geräte hat, geht das natürlich nicht. Oder wer natürlich jetzt kein Xtool-Gerät hat und den trotzdem nutzen möchte, muss das Ganze halt manuell bedienen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber es wäre nice to have, wenn es auch bei anderen Geräten funktionieren würde. Aber gut, okay. Ein zweiter negativer Punkt ist natürlich, also wer die Möglichkeit hat, das Ganze nach draußen zu leiten, das ist natürlich die beste Lösung. Dann braucht man kein Filtersystem, aber es ist manchmal störend und manchmal gar nicht erlaubt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bläst den ganzen Dreck dann zum Nachbarn im Schlafzimmer rein. Dann habt ihr, glaube ich, ein Problem. Also, oder bei manchen Leuten funktioniert das natürlich, solche Sachen nicht mit der Absaugung nach draußen. Die müssen halt dieses Filtersystem einsetzen, um da keinen Ärger zu bekommen, oder vielleicht haben die meisten auch nicht die Möglichkeit dazu im Keller ohne Fenster, wie auch immer, dann muss sowas her. Ihr müsst aber einfach bedenken, die Anschaffung ist natürlich dabei und wir haben laufende Kosten durch einen Filterwechsel. Das müsst ihr einfach bedenken, aber wie schon gesagt, wer nach draußen leiten kann, der soll das natürlich machen. Ansonsten einfach Daumen hoch, gefällt mir echt ganz gut. Leute, ich werde euch natürlich diese Filter und den Rohrventilator natürlich unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. Schaut da mal rein und vor allem, da gibt es natürlich auch wieder dann Rabattcodes. Ihr müsst halt einfach mal drauf schauen, was gerade aktuell für Rabattcodes verfügbar sind. Ich würde aber sagen, wir kommen jetzt zum IF2, zum Rohrventilator. Und da hole ich jetzt euch mal her und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt mal beide hier stehen und zwar einmal den IF2, das neue Modell, und da haben wir hier das ältere Modell von dem Vorgängermodell von Xtool und ihr seht allein schon mal diesen Größenunterschied. Absoluter Wahnsinn und das bei einer richtig krassen Leistung. Wir haben hier im Vergleich mit 2000 Umdrehungen, wir fahren hier bis zu 14.000 Umdrehungen. Das ist natürlich die 7-fache Geschwindigkeit, was dieser kleine hier leisten kann. So, jetzt habe ich mal den Lieferumfang von dem ganzen IF2 und zwar das Gerät wird allgemein selber geliefert. Wir haben noch einen Anschlussstecker dabei und hier ist die Steuereinheit. Die kann man dann wirklich auch mit Haltern und alles mögliche wird mitgeliefert. Kann man das Ganze an die Wand schrauben, es werden Dübelschrauben, noch ein Adapter mitgeliefert, auch noch ein schöner Absaugschlauch, der dann biegbar ist und ausziehbar ist, wird alles mitgeliefert. Das Wichtige für die PS2 F1 Ultra, S1 und M1 Ultra Nutzer, die haben natürlich auch wieder diesen Bluetooth-Dongle dabei, denn dieses Gerät ist auch smart steuerbar über die Software, wo man die Geschwindigkeit anpassen können und alles mögliche. Das schauen wir uns aber nochmal in der Software genauer an. Jetzt habe ich das Ganze mal angesteckt, jetzt wollen wir es mal testen und ich erwähne es immer wieder. Leute, das ist die beste Möglichkeit, um Qualm und Dreck rauszubekommen und das wirklich nach draußen. Dieses System, das
braucht es ja nicht zusätzlich zum Filter, sondern dieses System ist eigentlich nur wirklich gedacht, entweder Filter oder nach draußen. Und das ist wirklich absolut nur für draußen und ich kann jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, alles nach draußen zu leiten. Bam, habt ihr weniger Kosten, aber hoffentlich stört es seinen Nachbarn nicht. Gut Leute, wir schalten das Ganze jetzt mal auf Stufe 1 einfach an und zwar hat es wieder diese Touch-Funktion. Das war gleich Stufe 4 und diese Automatikfunktion. Also ich sage jetzt mal, hier bläst es raus und das ist so, ich sage jetzt, das ist so die Leistung, was der ältere hat oder das ältere Modell einfach hat. Alles gut. Und Lärm ist noch wirklich ertragbar. Jetzt machen wir mal auf Stufe 2. Also ist auch schon mal heftig. Ist gut, also alles gut, der Lautstärke ist auch noch gut ertragbar. Jetzt gehen wir mal volle Leistung raus und gehen mal auf Stufe 4. Ey Leute, absoluter Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Laubbläser. Absolut krass, aber ich muss natürlich sagen, auf Stufe 4 werde ich ihn nie brauchen. Jetzt mal ehrlich, das hat ja Power, das Ding. Wahnsinn. Das ist ein Laubbläser, wenn ich jetzt lange Haare gehabt hätte, die wären nach oben gestanden. Richtig geil. Aber es muss natürlich ehrlich sein, die Lautstärke auf Stufe 4 ist heftig. Gut, jetzt sind wir mal in der Software drin und zwar ist es jetzt so, ihr müsst den Bluetooth-Dongle ins Gerät hinten einstecken. Zum Beispiel, ich habe es jetzt hier beim F1 Ultra hinten reingesteckt, habe 5 Sekunden die Taste Ein- und Aus-Taste gedrückt und dann verbindet sich das Gerät automatisch mit dem Lüfter. So, okay, jetzt brauchen wir genau wie im Lüfter, im Filterfall nur da draufklicken und gehen auf Zubehörinformationen und dann können wir hier dann ein bisschen rumschalten und Spielen dran. Wir können hier zum Beispiel den normalen Modus haben, Automodus, manuellen Modus und das ist ein interessanter Modus für mich, sage ich mal so, denn wir können ja, ich sage jetzt mal, wir können ja über die Datenbank, weil Xtool hat ja eine Datenbank mit 200 Materialien analysiert und darauf steuert sich der Lüfter automatisch auf die Geschwindigkeit vom Material, passt sich der Lüfter dann an. Wenn ihr über diese Funktion geht, dann geht ihr auf Auto und dann geht das Ganze automatisch und der Lüfter passt sich von der Geschwindigkeit einfach an. Aber jetzt so in diesem Fall zum Beispiel, ich habe es da nichts eingestellt, ich habe es da einfach nur ein Alu drunter liegen, ich will da das Gipfelholz-Logo drauf gravieren und dort gehe ich dann auf diese Einstellung leise Modus, weil im Großen ist er mir schon ein bisschen zu laut in voller Leistung. Deshalb gehe ich auf den leise Modus, auf Auto und jetzt wollen wir mal schauen, wie laut das Ganze ist und hier können wir noch die Dauer nach dem Betrieb einfach einstellen. Ich habe das Setup jetzt leider hier drüben ein bisschen aufgestellt, weil natürlich jetzt der große, ich habe das Ganze noch nicht umgebaut und ich muss noch ein paar Adapter drucken für die anderen Laser. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal hier gemacht. Wir machen jetzt auch kein Holz, sondern nur ein bisschen Alu, dass es hier mal ganz kurz einfach nochmal rausbläst, damit wir einfach mal hören können, wie das mit der Automatik funktioniert. So, wir haben jetzt Automatik-Leise-Modus eingestellt. Ich glaube mal, der wird dann irgendwo auf Stufe 2 dann rumsteuern. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Jetzt lasern wir wieder eine Runde. Lassen wir uns mal einfach lasern. So, Lüfter geht an. Und ihr hört es eigentlich, es ist nicht lauter wie der Laser selber. Absolut in Ordnung. Und er bläst echt super, super gut raus. Also optimal. Habe ich ein Blatt Papier da? Also es passt optimal. Wenn das Ganze jetzt dann fertig gelasert ist, das dauert noch eine Weile, dann macht der Laser oder die Software macht automatisch diesen Lüfter wieder aus. Finde ich echt gut mit dieser Automatik.
So, jetzt kommen wir mal zum Fazit von unserem IF2. Ich finde es echt ein cooles Teil, vor allem wenn man es jetzt dann auch noch mit den passenden X-Tool-Geräten auch noch automatisch steuern lassen kann. Für all die anderen, die das natürlich nicht können, ist auch nicht schlimm, Leute. Es hat ja früher auch nicht anders funktioniert. Man muss ja hier nur 1, 2 Button drücken und fertig, gut ist. 4 Stufen einstellbar mit diesen Druckknöpfen, ist ja überhaupt kein Stress. Allerdings muss ich sagen, muss ich zugeben, auf Stufe 4 ist er mir definitiv zu laut, aber hey, mal ganz ehrlich, wer braucht Stufe 4? Hey, Stufe 4, da kann ich draußen jetzt im Herbst, kann ich Laubbläser spielen. Das Ding bläst ja ohne Ende. Braucht eh keiner. Also, echt optimal. Vor allem gefällt mir diese Größe. Ich werde das System dann auch nochmal irgendwann umbauen, bei mir an die Wand bauen. Vor allem, es ist super, super klein und vergleichbar zum anderen Modell. Leute, schaut's mal her. Er hat natürlich auch von der Drehzahl die 7-fache Leistung. Also echt top, kann ich auch nur Daumen hoch geben. Ich kann euch, wie auch schon vorhin gesagt, alles unten in der Videobeschreibung einfach nochmal verlinken. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch das Ganze beide jetzt wirklich vorstellen. Für die Leute, die wirklich absolut keine Chance haben, das Ganze nach draußen zu leiten, und für die Leute, die natürlich die Möglichkeiten haben, das Ganze nach draußen zu leiten. Echt 2 tolle Produkte, was jetzt hier wieder X-Tool mit ihrer Safety Pro Serie auf den Markt gebracht hat. Leute, lasst bitte dem Video einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.